Grüß euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, heute geht hier zwar kein Wind und auch die Jäger schießen nicht. Dafür hat es in der Früh sehr stark geregnet. Hier steht alles unter Wasser. Ich werde also heute höchstwahrscheinlich nicht von einem Baum erschlagen, auch nicht von Jägern erschossen. Aber ich könnte ja trinken. Sie merken schon, die Wildnis Neudörfels ist ein gefährliches Pflaster. Ich habe ja zuletzt 2 Vergleichsvideos hintereinander gebracht. Im ersten, da traten gegeneinander an der Kangal und der American Pitbull Terrier und im darauffolgenden der deutsche Schäferhund und der Riesenschnauzer. Und alle guten Dinge sind 3, deswegen möchte ich heute mit einem 3. Vergleichsvideo nachrücken. Und auch in diesem Vergleichsvideo schicke ich wieder 3 Gebrauchshunderassen ins Rennen. Allerdings ist das etwas ganz Feines. Die 9 Gebrauchshunderassen, offiziell von der FCI anerkannten, sind ja der deutsche Schäferhund, der Rottweiler, der Dobermann, der Riesenschnauzer, der Airedale Terrier, der Malinois, der deutsche Boxer, der Bouvier de Flandre und der Hoverwart. Und von den letzten beiden genannten habe ich noch kein Video gebracht. Allerdings hole ich das in nächster Zeit nach. Ich teile die 9 Gebrauchshunderassen in 3 Kategorien ein. Für mich gibt es die starken, die ausgewogenen, also die ausgeglichenen und die dynamischen. Und die stärksten der Gebrauchshunderassen sind für mich klarerweise der Riesenschnauzer und der Rottweiler. Die ausgeglichensten dieser 9 Gebrauchshunderassen stellen für mich da der deutsche Schäferhund, der Hoverwart, der Airedale Terrier und der Bouvier de Flandre. Und die dynamischsten 3, und um diese 3 geht es heute, die werden heute miteinander verglichen, sind für mich der Dobermann, der deutsche Boxer und der belgische Malinois. Ich muss immer aufpassen, mein Hund hat sich genau hinter mir niedergelegt und wenn ich einen Schritt zurück mache, bin ich weg vom Bild. Aber das sehen wir dann eh. Ja, die dynamischsten aller Gebrauchshunderassen für mich, der Dobermann, der deutsche Boxer und der Malinois. Dynamisch deswegen, das sind für mich die triebigsten aller 9, die schnellsten. Ja, ich möchte nicht sagen die leistungsfähigsten, aber die explosivsten der 9 Gebrauchshunderassen. Deswegen möchte ich die 3 miteinander vergleichen und gleich mal loslegen. Und kommen wir zu Anfang wie immer gleich mal zum Bewegungsdrang. Alle 3 sind ausgesprochen triebige Hunde. Ganz speziell der Malinois. Und ich sage Ihnen etwas, ich kenne einige eingeschworene deutsche Schäferhunde-Fans, die sich nach ihrem letzten deutschen Schäferhund einen Mali genommen haben. Und alle haben mir bestätigt, dass hier der Unterschied der zur Triebigkeit deutscher Schäferhund und Malinois doch ziemlich präsent ist. Ja. Wir selbst haben hier in Neudörfel, soweit ich weiß, sind es nur 2, ja, aber 2 Malis, die ich kenne, beide im Besitz eines Herrn, der bei der Rettungshundestaffel tätig ist. Fantastisch erzogene Hunde, eine Hündin und ein Rüde, und während mein Hund ständig rüberpöbelt zu diesen beiden, kommt vom Besitzer dieser beiden Malis immer nur ein kurzer Befehl und die wenden sogar den Blick von meinem Hund ab. Ja, gehen völlig unberührt weiter, top erzogene Malinois, wunderschöne Hunde, aber auch im ersten Augenblick nicht zutriebig. Ja? Also es gibt hier selbstverständlich Unterschiede, das ist eine individuelle Geschichte, aber im Groß gesehen ist der belgische Malinois ein absolut bewegungsfreudiger, triebiger, schneller Hund. Ganz knapp verfolgt vom deutschen Boxer, der hier nicht viel weniger triebig ist. Der deutsche Boxer ist ein unheimlich athletischer, schneller, beweglicher Hund, ja, und der ist auch, so wie er aussieht, ja, und er sieht aus wie ein Superathlet. Auf diese Art und Weise ist der Hund auch unterwegs. Also er verfolgt hier den Mali schon ganz knapp. Der ruhigste dieser 3, meiner Meinung nach, ist eventuell der Dobermann. Und das mag was heißen, denn Sie wissen,
Dobermänner sind extrem triebig. Ja? Und wenn ich mal sage, ein Dobermann ist ruhiger als, dann kann man sich vorstellen, wie sein Widerpart hier unterwegs ist. Ja? Also der Dobermann ist ein sehr bewegungsfreudiger Hund. Ein Hund, der ständig irgendwo dran ist. Und dennoch glaube ich, dass er etwas gedämpfter unterwegs ist als der deutsche Boxer und der Malinois. Davon bin ich überzeugt. Kommen wir zur Leistungsfähigkeit. Die drei gehören zu den leistungsfähigsten Hunderassen auf der ganzen Welt. Sowohl der Dobermann als auch der deutsche Boxer und der Malinois sind Top-Athleten. Beim Malinois wissen wir, so wie beim American Pitbull, der hebelt ja oftmals die Physik aus. Die bringen Dinge zustande, wo man sagt, das kann doch kein Hund nicht schaffen. Doch die schaffen das. Der deutsche Boxer hinkt dem Mali nicht viel nach. Rein beschleunigungstechnisch und von der Beweglichkeit her, würde ich sagen, hält sich der deutsche Boxer mit dem Malinois die Stange. Der Dobermann wird sie zwar in der Endgeschwindigkeit überragen, also der wird schneller sein. Der Dobermann wird einige kmh mehr an den Tag legen können, wenn es zur Endgeschwindigkeit kommt. Doch beschleunigt der Dobermann mit Sicherheit nicht derartig schnell wie ein deutscher Boxer oder ein Malinois. Der Dobermann ist auch der größte und der schwerste dieser drei. Extrem leistungsfähig sind sie alle. Alle drei sind stark, schnell und beweglich. Aber ich denke, dass der leistungsfähigste dieser drei der Mali ist. Ganz knapp verfolgt vom deutschen Boxer und etwas hinten nach der Dobermann. Und jetzt kommen wir zu den Wachhundeeigenschaften. Und hier schlägt meiner Meinung nach unter den 9 Gebrauchshunderassen den Dobermann niemand. Und wenn jetzt Malinois-Fans aufschreien, ich werde mich gleich diesbezüglich erklären. Schauen Sie, zu Wachhundeeigenschaften gehören ja mehrere Dinge. Nicht nur, wie aufmerksam der Hund ist, wie schnell er Sie davor warnt, wenn etwas nicht stimmt und so weiter. Ein Wachhund soll ja auch abschreckend wirken. Und ich bin mir sicher, ein Dobermann ist der abschreckendste dieser drei. Und wissen Sie wieso? Erstens ist er meistens schwarz. Ja, oder braun, blau, es gibt auch Albinos. Aber sagen wir mal, in 8 von 10 Fällen ist der Dobermann schwarz. Schwarz ist schon generell eine Farbe, die etwas auf die Psyche schlägt. Sie wissen, was ich meine. Das zweite ist, der Dobermann hat von diesen dreien die lauteste und tiefste Stimme. Ich hörte schon viele Dobermänner bellen. Ich hörte schon viele Boxer und Malis bellen. Der Dobermann hat die kräftigste Stimme aller drei. Das gepaart, ja, mit der Aufmerksamkeit, die er in mindestens genau so einer Art und Weise ausgeprägt hat, wie sie zum Beispiel der Mali hat, ja, macht ihn für mich zum besseren Wachhund. Der deutsche Boxer hinkt hier etwas hinten nach, weil ich der Meinung bin, dass der deutsche Boxer ein nicht ganz so stark ausgeprägtes Territorialverhalten wie die beiden anderen an den Tag legt. Ja, der deutsche Boxer ist ein vorzüglicher Wachhund. Ein vorzüglicher Wachhund. Alles, was mehr als 5 Punkte bekommt bei den Wachhundeeigenschaften, ist ein guter Wachhund. Der deutsche Boxer bekommt hier von mir 7 Punkte. Ein vorzüglicher Wachhund. Dennoch würde ich den Malinois und den Dobermann sowieso über den deutschen Boxer bei den Wachhundeeigenschaften ansiedeln. Kommen wir zu den Schutzhundeeigenschaften. Auch hier halten sich der Dobermann und der Mali in etwa die Stange mit leichten Vorteilen für den Dobermann. Wieso? Weil der Dobermann für mich genau der gleich gute Schutzhund ist wie der Malinois, nur ist der Dobermann stärker, kräftiger. Er ist körperlich kräftiger als der Malinois. Der Malinois mag einen Tick explosiver sein, aber nicht so viel explosiver, wie der Dobermann stärker ist als er. Deswegen ist der Dobermann für mich der beste Schutzhund aller drei. Ganz knapp verfolgt vom Mali und auch hier hängt der deutsche Boxer etwas nach. Wieso? Nun, Puppi, kannst du dich hier etwas weiter rüberlegen? Kannst du nicht ein bisschen weiter umlegen? Ja. Er versteht mich Dialekt besser. Der deutsche Boxer hängt hier etwas nach. Wieso? Weil ich schon oft erlebt habe, dass deutsche Boxer in Situationen, welche Verteidigungsbereitschaft erfordern, etwas länger zögert als zum Beispiel ein Dobermann oder ein Mali. Während der deutsche Boxer noch überlegt, ja, oder die Situation noch einschätzt, würde der Malinois oder der Dobermann schon zuschlagen. Außerdem, und davon bin ich überzeugt, ich hatte alle 3 Hunderassen schon am Schutzarm, ich hatte alle 3 Hunderassen figuriert, lässt der Boxer auf Kommando nicht so gern aus wie der Dobermann und der Malinois. Alles eine individuelle Geschichte, ich weiß, das sage ich immer wieder, aber wir gehen vom Groß aus. Der deutsche Boxer hat recht viel Bulldog-Blut inne, hieß früher auch längere Zeit lang deutsche Bulldogge. Dieses Bulldog-Blut,
dem ist es zu verschulden, dass der deutsche Boxer, wenn er einen Griff ansetzt, diesen auch gerne länger hält als seine beiden Mitkonkurrenten. Ich finde im Gesamten in der Kategorie Schutzhundetauglichkeit ist die Nummer 1 der Dobermann, gefolgt von Mali, und dann kommt der deutsche Boxer, welcher aber ebenfalls einen Wahnsinnsschutzhund darstellt. Jetzt kommen wir zur Verträglichkeit, und hier kann der deutsche Boxer glänzen. Von diesen 3 Hunderassen ist der deutsche Boxer, da bin ich voll davon überzeugt, der verträglichste. Beim Thema Begegnung mit anderen fremden, eventuell gleichgeschlechtlichen Hunden. Der deutsche Boxer ist am ehesten zum Spielen aufgelegt, während der Dobermann und der Malinois hier oftmals überdominant reagieren können. Sie wissen das, wenn Sie Dobermann oder Male-Besitzer sind. Ich sage nicht immer, aber ich denke, dass der deutsche Boxer hier etwas lockerer drauf ist. Ja. Der Dobermann und der Malinois gleichen sich hier sehr, ja, beim Thema Dominanz gegenüber anderen erwachsenen, gleichgeschlechtlichen Hunden. Der Boxer ist hier der verträglichste. Das ist meine Meinung. Gesundheit. Da führen wieder der Dobermann und der Malinois diese Liste an. Wobei ich glaube, dass von diesen dreien die allgemein gesündeste Hunderasse der Malinois darstellt. Alle 3 Hunde können wie jede Hunderasse der über 400 offiziell anerkannten Hunderassen an irgendetwas erkranken. Das ist uns schon klar. Doch während man beim Dobermann und beim deutschen Boxer von rassetypischen Krankungen sprechen kann, ja, also beim Dobermann sind das eventuell vorkommende Magendrehungen. Ich kannte zum Glück keinen Dobermann und keinen Dobermann-Besitzer, der mir davon erzählte, dass ein Hund Magendrehungen erlitten hätte. Ganz was Schreckliches. Aber man liest, dass Dobermänner, wenn sie zu einer Krankheit tendieren, dann am ehesten zu Magendrehungen tendieren. Nochmal, also ich wiederhole mich, ich kannte keinen, zum Glück nicht. Ich wünsche das niemandem, keinen Hund, keinen Besitzer. Fürchterlich. Aber wenn, dann so. Und beim deutschen Boxer spricht man von Herzproblemen. Also, dass der deutsche Boxer, wenn das Thema Herzprobleme aufkommt, der Name deutscher Boxer öfter fällt als der Name anderer Hunderassen. Ja. Beim Malinois gibt es keine rassetypischen Krankheiten. Das ist ein anatomisch gesunder Hund. Der ist nicht zu schwer, der ist nicht zu leicht. Der ist schon recht leicht, sage ich mal. Der ist in etwa anatomisch so gebaut, oder mein Hund ist in etwa so anatomisch so gebaut wie der Mali, sehen sich optisch gar nicht unähnlich. Nur ist der Mali bei weitem triebiger als mein Hund, und mein Hund ist schon triebig. Also gesundheitstechnisch würde ich hier sagen, gewinnt das Ganze der Malinois knapp vorm Dobermann, und dann hinten nach der deutsche Boxer, der auch andere Wehwehchen hier und da mal aufzeigen kann. Aber robust, im Großen und Ganzen sind alle 3 Hunderassen. Jetzt kommen wir zur Größe, das ist schnell erklärt. Der Dobermann ist der größte aller 3, der erreicht über 70 cm Schulterhöhe und im Schnitt ein kapitaler Dobermann-Rüde, über 45 Kilo Gewicht, geht auf die 50 Kilo zu, gefolgt vom Malinois und vom Boxer, welche in etwa dieselbe Schulterhöhe erreichen, zwischen 62 und 64 cm, so circa, mit einem Gewicht zwischen über 30 Kilo in Richtung 40 Kilo hinauf, wenn es kapitale Malis oder Boxer sind. Deswegen ganz klar eine Kategorie, wo der Dobermann den ersten Platz erreicht, in der Größe, gefolgt vom Mali und vom deutschen Boxer. Beim benötigten Platz auch hier glänzt der Dobermann, denn obwohl der Mali der noch etwas triebigere Hund ist und auch der, eigentlich bei der Triebigkeit halten sie sich so gut wie die Stange. Obwohl ich glaube, dass der Mali ist der triebigste, gefolgt vom Boxer und dann vom Dobermann. Aber der Dobermann ist doch zwischen 7 und 10 Zentimeter höher als die beiden anderen, und bis zu 10 Kilo schwerer. Und dieser Fakt ist für mich, also das Ergebnis daraus ist für mich logischerweise, dass der Dobermann auch den meisten Platz benötigt. Aber ich würde behaupten, dass alle 3 Hunde auch sehr gut in Wohnungen haltbar sind. Wenn sie ein aktiver Hundeführer sind, ein aktiver Hundebesitzer sind, aktiv insofern, dass sie viel mit diesen Hunden unterwegs sind, müssen sie sowieso sein. Das sind sehr bewegungsfreudige Hunderassen. Also ich würde sagen, am meisten benötigten Platz hat der Dobermann, gefolgt vom Malinois, und zum Schluss der Boxer. Mit der Begründung, der Boxer ist vielleicht nicht jedes Mal bei der Tür,
wenn er etwas hört, oder beim Fenster, so wie es der Mali und der Dobermann sind. Ja? Und ergo braucht er weniger Platz. Ja? Aber das ist knapp bei diesen dreien. Aber Dobermann vor Mali, vor deutscher Boxer. Und Fellpflege, ja, hier hat die intensivste Fellpflege der Malinois sage ich mal, vom Rassestandard her ist der Malinois ein Kurzstocker mit vorhandener Unterwolle. Dieses Fellkleid gehört gepflegt, obwohl ich sah schon extrem kurzhaarige Malis. Ich sah Malinois, die sahen aus wie ein American Pitbull Terrier in Malinois-Farbe mit schwarzer Maske und natürlichem Stehohr. Also manchmal kommt es mir so vor, dass ich Schläge, Typen von belgischen Malinois, wo ich mir denke, die müssen da American Pitbulls eingekreuzt haben. Denn wie ein rassetypischer Malinois sehen die da gar nicht mehr aus. Die sind wie aus Granit gehauen. Man sieht jeden Muskel laufen und ich glaube, das deckt sich nicht ganz mit dem Rassestandard. Also das sind Hunde, die nicht mehr wie belgische Schäferhunde aussehen, sondern wie belgische Pitbulls aussehen manchmal. Ja? Aber ich sage mal, der typische Malinois, wie ihn der Rassestandard verlangt, ist ein Kurzstockhaar mit Unterwolle und hier benötigt das Fellkleid schon etwas intensivere Pflege als jenes von Dobermann und deutscher Boxer. Das sind beides absolute Kurzhaarhunde mit so gut wie keiner Unterwolle. Deswegen sind sie auch weniger wetterfest wie der Mali. Das ist auch ein Grund, warum der Dobermann vom deutschen Schäferhund und letztendlich vom belgischen Malinois oftmals vom Polizei- und Militärdienst abgelöst wurde, weil der Dobermann recht leicht friert. Der Boxer steht ihm da nicht in viel nach. Also würde ich sagen, die intensivste Fellpflege der Mali, gefolgt vom deutschen Boxer und vom Dobermann. Und bei den Futterkosten, ja, also auch hier bin ich davon überzeugt, dass der Dobermann die höchsten Futterkosten hat. Denn er ist nicht viel weniger triebig als ein Malinois oder ein Boxer, aber er ist um ein Eck größer und schwerer. Ergo geht auch mehr Futter weg. Also er verbraucht die meiste Energie, aber das hält sich in Grenzen. Der deutsche Boxer und der Malinois sind hier in etwa gleich auf. Ja. Armfressen werden sie alle drei nicht, wie ich immer sage. Jetzt zur Familientauglichkeit und hier, das ist eine Kategorie des deutschen Boxers. Der deutsche Boxer ist ein Traumfamilienhund. Das ist kein Einmannhund, ist berühmt für seine absolut niederkniende Kinderliebe. Also jeder weiß, deutsche Boxer sind kinderliebe Hunde. Und ich hatte als Kind 2 deutsche Boxerhündinnen als Freundinnen. Die sahen mich von 50 Meter und ihr ganzer Körper wand sich wie eine Schlange vor Freude, als sie mich sahen. Die Puppe hieß sie, die eine Hündin, ich kann mich gut erinnern. Ja, deutsche Boxer sind als Familienhunde schwer zu schlagen. Ja. Außerdem sind sie noch dazu die Hunde mit dem niedrigsten Territorialverhalten dieser 3. Ja. Also ich glaube, rein als Familienhund zu halten, ist der deutsche Boxer der angenehmste. Ja. Gefolgt vom Malinois. Warum? Weil er kein Einmannhund ist. Und hier schließt dieses Rennen der Dobermann ab. An 3. Stelle, weil der einzige dieser 3 ein Einmannhund ist. Ich habe schon oft erklärt, was ein Einmannhund ist. Ein Einmannhund ist automatisch gleich mal der Grund, weshalb ich 1 bis 2 Punkte abziehe bei der Familientauglichkeit. Tolle Familienhunde sind alle 3. Aber der beste ist für mich der deutsche Boxer, gefolgt von Mali und vom Dobermann. Und jetzt kommen wir zur Ersthundetauglichkeit und auch hier glänzt der deutsche Boxer. Der deutsche Boxer ist mit dem deutschen Schäferhund für mich der geeignetste Ersthund unter den 9 Gebrauchshunderassen. Der deutsche Boxer ist von diesen 3 auf jeden Fall der führigste, ganz sicher. Der problemloseste bei der Begegnung mit fremden Hunden. Derjenige, der vielleicht den gedämpftesten Schutztrieb hat aller 3. Ja? Also wo man diesbezüglich etwas weniger auf der Hut sein muss, dass er einmal etwas falsch versteht, wenn Sie wissen, was ich meine. Ja, es ist vielleicht sogar der geeignetste Ersthund aller 9 Gebrauchshunderassen, noch vor dem deutschen Schäferhund. Und der Dobermann und der Malinois, die sind hier ex aequo auf. Also die sind für mich beide keine Ersthunde. Der Dobermann, ein Einmannhund mit ausgeprägtem Wach- und Schutztrieb, extrem schnell verteidigungsbereit. Ja, da gehört schon ein Händchen dazu. Und genau das Gleiche gilt für den Mali, der noch dazu etwas triebiger ist, ja, der noch etwas schneller ist. Sie verstehen schon, was ich meine. Sind Sie ein Mensch mit natürlichem Händchen für Hunde, kommen Sie mit allen klar. Sind Sie ein Mensch, der schon 5 Hunde hatte und aber dennoch kein Händchen für Hunde hat, werden Sie auch
mit diesen 3 Hunden nicht klarkommen. Ja. So, jetzt sind wir da fertig. Was sehen wir jetzt? Der Dobermann ist der beste Wachhund, meiner Meinung nach, von diesen 3. Er ist der größte, er braucht den meisten Platz und er hat die höchsten Futterkosten. Der deutsche Boxer ist der verträglichste der 3. Er braucht am wenigsten Platz. Er ist der familientauglichste. Gar keine Debatte. Und er ist der beste Ersthund dieser 3 Hunderassen. Und der Malinois hat den höchsten Bewegungsdrang. Er ist der triebigste. Er funktioniert am schnellsten. Ja. Er benötigt die intensivste Fellpflege dieser 3. Und gemeinsam haben sie alle, dass es äußerst triebige Hochleistungshunde sind, mit stark ausgeprägtem Wach- und Schutztrieb, die fantastische Arbeits- und Familienhunde darstellen. Und wenn Sie mich fragen, für welchen ich mich von den 3 entscheiden würde, sagen wir mal so, ich würde sagen, wenn ich ein Mensch bin mit größerer Familie, also mit Frau und mehreren Kindern, würde ich mir den deutschen Boxer nehmen. Ja. Wäre ich allerdings ein Mensch, der nur eine Partnerin hat, kinderlos ist oder vielleicht nur ein Kind hat, könnte ich mir vorstellen, mir den Malinois zu nehmen. Bin ich eine Einzelperson ohne Partnerin und ohne Kinder, würde ich mich für den Dobermann entscheiden. Ja. In meinem Fall, ja, ich bin Einzelperson, ich bin verheiratet, Entschuldigung, meine Frau darf das nicht sehen. Ich bin ein verheirateter Mann, habe eine erwachsene Tochter, die schon auswärts lebt. Ich würde mir dennoch den Dobermann nehmen, weil mir der Dobermann am meisten von diesen 3 liegt. Optisch gefallen mir alle 3. Der deutsche Boxer hat es mir auch sehr angetan. Der Mali deswegen nicht, weil ich eher zum deutschen Schäferhund tendieren würde. Ansonsten, liebe Mali-Fans, ist der Malinois ein wunderschöner, ein herrlicher Hund. Selbstverständlich würde ich mir auch einen Mali nehmen. Aber ich muss ja jetzt wählen zwischen diesen 3. Ja, und da würde ich mir am schwersten tun zwischen deutscher Boxer und Dobermann. Aber ich würde mich höchstwahrscheinlich für den Dobermann entscheiden, weil er für mich der beste Wach- und Schutzhund ist. Sie wissen, ich reflektiere auf so etwas und ich sage Ihnen was. Wir hatten einen Dobermann am Abrichteplatz vom Stuhlbäder in Teddy. Schutzarbeit mit diesem Hund. Also Mutprobe Schuss und Mutprobe Stock, das läuft so ab. Sie stehen bei der Mutprobe Stock mit dem Stock und mit dem Schutzarm begleitet, mit dem Stock bewaffnet, also das ist dieser Schaumgummistock, etwa 20, 30 Meter vom Hund entfernt und machen viel Wirbel. Der Hundehalter hält seinen Hund und auf Kommando des Abrichterwarts frei, drehen sie sich um und laufen sie weg. Dann bekommt der Hundebesitzer das Kommando frei und er lässt seinen Hund los. Der Hund muss ihnen hinten nachlaufen mit vollem Karacho. Wenn der Hund sich auf eine gewisse Distanz genähert hat, bekommen sie das zweite Kommando frei, wieder vom Abrichterwart, das für sie bedeutet, sie müssen sich umdrehen, denn der Hund kommt schon und dann müssen sie dem Hund, der sich mit voller Geschwindigkeit nähert, auch mit voller Geschwindigkeit entgegenlaufen, schreiend, mit dem Stock schwingend. Deswegen Mutprobe Stock. Dasselbe gibt es dann auch mit Schuss, mit den Platzpatronen. Und bei Mutprobe Stock oder Mutprobe Schuss mit diesem Dobermann, mit dem Teddy, wenn der freigelassen wurde, ich mich umgedreht habe und ihm entgegengelaufen bin mit, weiß ich nicht, wenn ich schnell war, 30 km/h, ist mir der Hund mit über 60 km/h entgegengekommen und 3 Meter vor mir ist er abgesprungen und wie ein Marschflugkörper auf meinem Schutzarm gelandet. Das war jedes Mal ein Erlebnis, aber punktgenau. Ein Erlebnis, ich sage Ihnen das. Also einer der beeindruckendsten Schutzarbeiten, die ich jedes Mal machte ich mit diesem Dobermann. Ja, also ich würde mich für den Dobermann entscheiden, aber wer die Wahl hat, hat die Qual. Liebe Zuseher, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich selbstverständlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Ja, und das nächste Video handelt höchstwahrscheinlich nicht von einem Gebrauchshund, obwohl ich noch 2 offen habe. Ich muss ja den Bouvier de Flandres und den Overwart noch bringen, möchte sie auch bringen, sind 2 tolle Hunde. Doch im nächsten Video werde ich höchstwahrscheinlich Menschen ansprechen, die eher auf nordische Hunderassen, spitze Wölfe stehen, nämlich den Eurasia, ein ganz fantastischer Hund. Ja, nochmal, ich habe mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.